Ich sitze hier heute mit Christian Hamp, dem Gründer von eMarketing und diversen anderen Firmen. Vielleicht erzählst du uns ein bisschen über dich. Freut mich, dass ich hier sein darf und interviewt werde. Ja, ich habe eMarketing gegründet vor ziemlich genau 10 Jahren. Also im Prinzip auf den Tag genau 10 Jahre jetzt. Bin jetzt quasi frisch zurück aus Mexiko, wo uns jetzt Microsoft eingeladen hat, weil wir auch in 2 Kategorien erfolgreichster Partner von Microsoft waren und das zum 10-jährigen Jubiläum ganz gut gepasst hat. Was hast du denn noch für andere Firmen gegründet? Also bevor ich eMarketing gegründet habe, habe ich Masterpayment gegründet. Masterpayment war ein Zahlungsanbieter, wurde dann erfolgreich verkauft an eine Nasdaq gelistete Company. Und das Payment-Geschäft war mir irgendwann zu langweilig, weil letztendlich, das klingt zwar immer sehr sophisticated, Fintech und so weiter, aber am Ende des Tages ist es eigentlich eigentlich relativ primitiv, weil eine Zahlung geht durch oder sie geht nicht durch. Das ist dann eine Prüfung, egal wie die Prüfung eben aussieht. Und wenn sie durchgeht, dann kann ja die IT einfach auf einer Datenbank speichern, okay, die Zahlung war erfolgreich. Das Thema Marketing war aus 2 Gründen spannender. Erstens habe ich gemerkt, dass du für die Händler ein echtes Problem löst, weil die fragen sich ständig, wie kann ich meinen Umsatz erhöhen. Als Payment-Anbieter kannst du nicht wirklich den Umsatz erhöhen, wenn die schon PayPal haben und andere Kreditkartenanbieter. Im Marketing schon, weil das treibt die Leute an. Und das zweite Thema war eben die Komplexität, dass du eben nicht eine binäre Entscheidung hast, wie Zahlung geht durch oder sie geht nicht durch, sondern da muss Software viel kompliziertere Entscheidungen treffen in so ganz unsicheren Entscheidungssituationen. Also ein Keyword hat nach 20 Klicks noch keine Conversion gebracht. Soll jetzt der Roboter jetzt anfangen, das Keyword nicht mehr auszuspielen oder aggressiver oder weniger aggressiv? Das heißt, wissenschaftlich und auch intellektuell ist das sehr viel schwieriger gewesen. Und wir hatten damit eben auch keine Konkurrenz und haben gemerkt, damit kann man ein Produkt an den Markt bringen, das ein Problem löst, das die Händler tatsächlich immer umtreibt. Und vor 10 Jahren war es eben auch so, dass es noch wenig Tech-Anbieter gab und die Webshops davon abhängig waren, dass sie bei der richtigen Agentur gelandet sind. Und bei der Agentur waren halt dann auch nur Menschen, die ihnen irgendwas verkauft haben. Und und insofern, wenn da jetzt ein Händler sich von Agentur zu Agentur hangelt, obwohl er vielleicht ein ganz gutes Produkt online verkauft, da dachte ich mir, so kompliziert kann das ja ehrlich gesagt gar nicht sein. Ja, es gibt da ein paar Keywords, um das zu optimieren. Und Programmierer hatte ich noch aus meiner Masterpayment-Zeit und wollte das Problem lösen, bis ich dann gemerkt habe, irgendwann steckst du dann doch technologisch im Morast und merkst, scheiße, das ist doch kompliziert. Und zwar viel komplizierter, als man gedacht hat, weil irgendwann gab es dann Google Shopping Ads, dann gab es die Bildanzeigen, dann gab es auf einmal auch Ads auf Facebook. Die laufen auch nicht mehr auf Keywords, sondern auf Target Groups. Dann spielt irgendwie plötzlich Microsoft Ads eine Rolle. Amazon wurde immer wichtiger, dann kamen die Amazon Ads und dieser Markt hat sich ständig verändert. Dann bietet auf einmal Google einen eigenen Bidding-Algorithmus, nachdem man selber 4 Jahre lang einen eigenen Bidding-Algorithmus selber baut, bis man merkt, okay, da wurde man dann disruptiert. Und insofern ist diese Komplexität in dem Markt dann schon sehr, sehr herausfordernd gewesen. Und, ja. Verstehe ich das richtig? Ihr habt nicht selber die Werbung schalten lassen, ihr habt nicht selber die Werbung gebaut, die Keywords rausgesucht, sondern ihr habt eine Software gebaut, die das alles für euch übernommen hat? Richtig. Also wir waren nie eine Agentur. Wir wollten doch nie eine Agentur sein. Und ich dachte ja vor 10 Jahren, also ich glaube es immer noch, nur ich weiß, dass es ja viel schwieriger ist, ich dachte, mit Technologie kann man eigentlich alles lösen. Und wir haben tatsächlich so angefangen, dass wir einen Crawler gebaut haben, der hat sich die Webseiten der Kunden angeschaut, hat dann rausgepickt, was sind die richtigen Keywords und hat dann selber auch die Anzeigentexte geschrieben. Ja? Und das funktioniert bei den ersten 10 Händlern gut und beim 11. kommen dann die ersten komischen Sachen raus. Ja? Also ein Beispiel, um zu erkennen, ob ein Wort ein Keyword ist oder nicht, haben wir erkannt, indem wir an die Google API einfach jedes Wort genommen haben und wir haben das Wort kaufen dahinter geschrieben. Also, oder nehmen wir mal an, Stühle. Stuhl kaufen, da kommt was zurück, dann merkst du, okay, damit kann Google umgehen. Wenn du sagst Rechtsanwalt kaufen, kommt nichts zurück, weil das nicht geht. Und so haben wir gemerkt mit dem Zusatz kaufen, okay, es sind das Produkte, die man kaufen kann. Und dann wussten wir, das sind wohl die Keywords. Ja. Und dann gab es eben auch für das Anzeigenschalten, haben wir dann die Roboter eben lernen lassen. Und wenn ein Keyword Spielzeug war, haben wir zum Beispiel eine Werbeanzeige geschrieben, da werden Kinderaugen leuchten, zum Beispiel, wenn es um Spielzeug geht.
Und irgendwann gab es dann zum Beispiel jetzt bei den Kinderaugen leuchten, war echt ein bisschen peinlich, weil wir hatten dann noch jemanden mit Sexspielzeug. Und dann kannst du dir vorstellen, wie die Werbeanzeige aussah. Und da haben wir dann gemerkt, wir müssen doch irgendwie manuell nochmal über alles drüber. Ja. Und Leute, die Medikamente verkauft haben, hatten auch das Problem, weil mit jetzt günstig kaufen, mal jetzt günstig Spielzeug kaufen ist okay, aber wenn das Keyword Hämorrhoiden war, dann war jetzt Hämorrhoiden günstig kaufen. Also das heißt, die ersten 10, 20 Sachen gehen gut, aber wir hatten sehr schnell über 1000 Händler. Und dann hast du halt 5 bis 10 so statistische Ausreißer, wo du merkst, das hätte nicht passieren dürfen. Und klar, dann wird die Technologie immer diffiziler und so weiter. Und dann kam eben Google Shopping. Google Shopping war erst kostenlos. Das war für uns jetzt eigentlich dann eher neutral. Und vorteilhaft war es, als Google Shopping auf einmal Geld gekostet hat, weil dann mussten die ganzen Händler ihre Werbeanzeigen, dann wurden quasi aus den Shopping-Ads echte Werbeanzeigen, die musste man optimieren. Und dann hatten wir wieder was zu tun und so weiter. Also im Prinzip muss man sagen, die Welt ändert sich jedes halbe Jahr. Und wir haben gemerkt, wir sind ein relativ kleines Team. So kleine Zyklen. Ja. Wow. Und vor allem, die Sachen kommen überraschend. Also man geht morgens ins Büro und dann ruft dir irgendeiner von den Programmierern oder Produktmanagern oder Accountmanagern zu, hey, hast du schon gehört das? Und dann denkst du, ja scheiße, dann haben wir jetzt 3 Jahre an dem Ding programmiert. Unser Vorteil war, dass wir relativ stark gewachsen sind immer und dann bei Google in den ganzen Beta-Phasen mit dabei waren. Ah, das ist cool. Ja, und zum Beispiel bei dem Google Shopping Bidding haben wir gewusst, alle unsere Konkurrenten, die auch viel, viel größer waren, haben ihre eigenen Algorithmen, um auf Google Shopping Bidding-Algorithmen zu programmieren. Da waren wir schon längst im Beta-Test. Wir wussten, das macht Google in einem Jahr selber. Und wir wussten schon, dass die Ergebnisse auch von Google dann besser sind. Das hat uns viel Zeit gespart. Und einen der ehemaligen Wettbewerber haben wir dann aufgekauft. Weil die das nicht gewusst haben, das war IntelliAd. War der erste AdTech-Anbieter Deutschlands, auch der erfolgreichste. Dann haben wir eigentlich den Innovator in Deutschland oder einen Pionier in dem Bereich, der sehr, sehr erfolgreich war, dann aufgekauft, weil die 2 Jahre lang an der falschen Baustelle gegraben haben. Und da macht Geschwindigkeit dann echt den Unterschied. Respekt. Deswegen haben wir auch kleine Teams, aber eben hoch, um nicht zu sagen hyperspezialisiert, damit wir einfach auch im Zweifel schneller sind. Und jetzt die aktuelle Disruption, also würde ich mal sagen, es gab 2 große Disruptionen. Das eine war, als Amazon sehr machtvoll mit den eigenen Ads gestartet ist, war so 2013 rum. Ab 2013, 2014, 2015 in den Folgejahren waren die dann bis 2017 schon im Bereich E-Commerce echte Gefahr für Google. Das heißt, wir haben dann auch ein Tool gebaut, um Amazon Ads zu optimieren. Wie lange hat das gedauert? 2 Jahre, 2, 3 Jahre. Wobei wir haben es selber gar nicht programmiert. Eigentlich war es auch ein Konkurrent von uns, den wir dann auch aufgekauft haben. Haben das aber sehr erfolgreich entwickelt. Wir haben dort auch die ganzen großen Agenturen als Kunden. Dentsu, iProspect, auch absolute Großkunden. Ganz großen Brands laufen in der Zwischenzeit. Die aktuelle Disruption, die wir jetzt beobachten, ist in der Tat Microsoft mit ChatGPT. Und da waren wir jetzt eben auch auf diesem Kongress in Mexiko, wo ich jetzt auch gelernt habe, das wird tatsächlich viel verändern. Ja. Und jetzt Copilot gibt es, so nennt sich das Tool als App. Von Microsoft. Ja. Und da merke ich auch die Ergebnisse nicht mehr, diese blauen Textlinks, sondern kann man richtige Fragen stellen, kriegt richtige Antworten. Und wenn man auch merkt, wie dieser Riesenkonzern dahinter steht, dachte ich mir, ja, Marktanteil ist jetzt schon in Amerika 30% bei der Suche. Und ich nutze es jetzt auch mehr und muss sagen, das dürfte nochmal wirklich viel verändern. Ja. Krass. Da sind wir jetzt mittendrin. Ja. Insofern war uns jetzt auch die Kooperation mit Microsoft sehr, sehr wichtig. Und sind jetzt auch ein Enabler für Microsoft geworden. Deswegen auch 2-mal prämiert als Europameister. Das habe ich gelesen. Herzlichen Glückwunsch erstmal. Dankeschön. Wie fühlt man sich, wenn man so einen Preis überreicht bekommt? Also in dem Moment freut man sich natürlich. Nur man weiß dann auch, man sieht ja die Konkurrenten, alles Mögliche. Und man ist aber im Kopf eigentlich schon wieder in der nächsten Etappe. Also nach dem Preis ist vor dem Preis. Ja. Und das Rad dann schon weiter, weil wir den Rückenwind aufnehmen und möglichst viel draus machen. Ja. Und das ist jetzt vielleicht, ja, ich weiß nicht, wie das für einen Tennisspieler im Sport ist, wo man sich jetzt auch nochmal richtig drauf freuen kann. Weil für uns heißt es, was machen wir jetzt mit diesem Preis? Weil man kann sich zu Hause hinstellen und dann irgendwann seinen Enkeln davon erzählen, die dann die Augen verdrehen. Oder man schaut, wie kann man das jetzt auch im Business nutzen, um damit einen Tick erfolgreicher zu sein. Das heißt, im Hinterkopf weiß man sofort, okay, da müssen Marketing, PM-Meldungen raus, man muss dann Kunden, die man bisher nicht akquirieren konnte, da vielleicht nochmal über LinkedIn anschreiben.
um das irgendwie zu monetarisieren bei den offenen Baustellen, die man dann noch hat. Ja. Also man freut sich erstmal wahnsinnig, aber nicht länger als 1,5 Stunden vielleicht. Aber ja, anders, also im Tennis kann man das nicht als Trophäe nehmen, um da irgendwie Großmarketing zu betreiben. Klar, man kann sich eine Brand aufbauen, Ja. aber Marketing ist es halt schon, ja, schon das Zeichen, dass man Kunden zeigen kann, um zu sagen, ich bin echt ein Profi, Ja. mit mir bist du besser dran. Da ist schon was dran. Absolut. Und da, wo man vielleicht auch bisher nicht weitergekommen ist in den Sales-Gesprächen, dann ist es auch wieder ein willkommener Aufhänger, so, um dann nochmal einen Kontakt aufzunehmen. Und insofern kann man da eher die fragen, was man da als nächstes jetzt mit diesem Preis auch anfangen will. Ja. Oder Preis sein. Wir waren die einzigen, muss ich dazu sagen, die 2 Preise gewonnen haben in Europa. Und es gab 9 Kategorien. Und dann also die 2 Preise nach München geholt zu haben gegen Konkurrenten wie auch also die ganz großen Agenturen, die teilweise börsennotiert sind und große Kampagnen für Air France umgesetzt haben. Gut, die haben in einer anderen Kategorie gewonnen. Also insofern war das schon auch wichtig, auch für das ganze Team, weil jeder Konkurrent von uns hat mindestens 150 Mitarbeiter. Es gibt keinen kleineren Wow. Konkurrenten. Wie viel habt ihr? Ja, zwischen 15 und 20. Okay, das Also gut, ist. mit Freelancern sind wir ein das ist bisschen ein über Meilenstein. 30, aber weil wir auch bewusst eben den anderen Weg gehen und sagen, das, was Manpower kostet, machen die Agenturen. Und wenn große Kunden zu uns kommen, also direkte Brands, wo wir merken, die brauchen eigentlich Unterstützung, dann finden wir auch die richtige Agentur für die und haben uns jetzt auf die Hyperspezialisten konzentriert, die dann im Zweifel einer Agentur helfen bei einem großen Kunden. Und wir sind quasi das Überlaufbecken. Also wenn jetzt eine, sagen wir mal, eine sehr, sehr große Brand, wenn die bei einer sehr, sehr großen Agentur sind, dann ist auch eine Agentur schnell überfordert, wenn so eine Brand zum Beispiel internationalisieren will oder auch extreme Ziele hat. Und wenn es um eine extreme Spezialisierung geht, nur für zum Beispiel Amazon-Kampagnen, dann ist es so, dass da in der letzten Instanz wir für die Agentur dann da sind und wir dann nicht mit dem Kunden sprechen, aber dann der Agentur die ganzen Unterlagen liefern. Und ein anderer sehr wichtiger Vorteil ist, dass wir sehr viel Volumen bei uns aggregieren, weil wir auch die ganzen Agenturen in Summe dann eben managen. Das heißt, wir haben in unseren Büchern über 100.000 Advertiser mit über 3,5 Milliarden Adspend auf Google. Und wir können dann schon eine Agentur ungefähr zurufen, gerade wenn ein Kunde Neuland ist für die, haben wir genug Statistiken, um zu sehen, das wird funktionieren oder das wird nicht funktionieren. So, und wenn jemand zum Beispiel sagt, er will nach Frankreich gehen, dann können wir mal bei uns schauen, wie viele deutsche Händler haben in Frankreich schon mal erfolgreich oder nach Frankreich erfolgreich expandieren können. Und wenn wir dann sehen, das hat eigentlich beispielsweise noch nie funktioniert, können wir auch der Agentur zurufen, ihr werdet die Ersten, wo es funktionieren würde. Und wenn es funktioniert, dann nur unter den und den Voraussetzungen. Und da haben wir einfach einen riesen Datenpool, der dann auch sehr hilft. Jetzt reden wir über dich. Wo kommst du her? Also ich sehe mich als Kosmopolit, bin aber in München geboren, Okay. habe auch lange in London gelebt. Und ja, aber jetzt theoretisch wieder zurück nach München. Du bist in München geboren. Wobei, ja, in München geboren, lebe jetzt auch hier. Wobei ich jetzt nicht sagen würde, ich bin Münchner, sondern hat sich jetzt wieder so ergeben, ja. Ja. Wie bist du nach London gekommen? Ich habe, als ich ein anderes Startup dann nicht mehr weitergeführt habe, habe ich ein super Jobangebot bekommen von einem sehr erfolgreichen Payment-Anbieter in London. Und die haben mir sofort ein Flugticket geschickt und 30 Tage später war ich dort und hatte meinen Arbeitsplatz. Ja. Wie hat dir London gefallen? Es war eine zweite Heimat. Es ist Ernsthaft? das Gegenteil von München. Aber ich habe London tatsächlich dann geliebt und ich fühle mich da sofort wie zu Hause. Ja. Es hat das leicht chaotische, die ruhigen Menschen irgendwie, die stoisch alles sich dann in Schlangen anstellen und so weiter. Und dieses laissez-faire, plus natürlich das kulturelle Angebot, Ja. dass sie auch mental ganz anders ticken. Das war mal ganz gut, auch aus Deutschland mal rauszukommen. Und ich muss auch sagen, weil noch was Persönliches, ich bin ja jede Woche gependelt, weil ich da auch gerade frisch Vater wurde und die Familie in London, das war für ein Kleinkind noch nicht der richtige Ort, also bin ich immer jedes Wochenende hin und her geflogen. Und was ganz interessant war, man war in Deutschland, so, das war 2006 und wir Deutschen waren immer so ein bisschen depressiv und alles Scheiße in Deutschland und so. Und dann saßen hinter mir eine Mutter mit ihrem Kind und als wir gelandet sind, meinte sie so, hey, we're now in Germany. Hat es so positiv gesagt irgendwie und so in München gelandet, wo auch alles irgendwie funktioniert und so sauber ist und so. Und dachte mir auch, hey, für die anderen ist so Germany so positiv, ja. Krass. Und das hast du als Ja, Deutscher okay. damals gar nicht so irgendwie so realisiert. Da dachte mir, hey, eigentlich ist ja auch Germany, für die ist das alles super. Und klar, was Fußball betrifft, in den Bars durfte ich auch nicht zu viel angeben, wie toll wir bei München sind und so. Aber Fußballfan?
Nee, das nicht, aber in London, weil die haben ja echt einen Bezug zu Fußball. Ja, das Und die ist Leute leben das. Und die haben 5, 6, 7 Clubs, die da in der ersten Liga spielen. Aber ja, und die nehmen ich das habe auch keine echt Ahnung von Fußball. ernst. Die nehmen das auch echt ernst. Und ich glaube, wenn du aus München kommst, dann, Bist du Bayern München? dann lässt dir natürlich ab und zu einen Spruch dann los, obwohl du es selber gar nicht so ernst nimmst. Okay. Also insofern, ich habe die Leute sehr gemocht und ich fühle mich dort auch echt wohl, ja. Hast du irgendwelche sehr ungewöhnlichen Interessen, Hobbys, die man vielleicht nicht erwarten würde von jemandem, der IT für Marketing macht? Das eigentlich nicht, also ich habe jetzt keinen Extremsport oder so. Was ich aber versuche hier zu leben, dass wir mal die ganze Mannschaft hier auch körperlich gesund halten und nochmal rauskommen. Das heißt, wir gehen ab und zu, das müssen wir wieder einführen, regelmäßig schwimmen. Mit dem Team sind wir Beachvolleyball spielen gegangen, Oh, das macht Spaß. um auch in diesen Kleinigkeiten da auch so ein bisschen Abwechslung in den Alltag zu bringen. Beachvolleyball bietet sich an, weil da können alle miteinander spielen, die sehr guten mit den sehr schlechten. Und man merkt dann schon, gerade bei den Programmierer, da sind dann so Hidden Champions dabei. Ernsthaft? Ja, ja, da kam unser Data Scientist aus Indien, kam raus, der hat eine Angabe, die keiner halten konnte. Ja, und deswegen ist es auch nichts wie zum Beispiel Tennis, wo der eine den anderen völlig niederbügelt. Sondern da kann dann auch, wenn die Teams unterschiedlich sind, eben 2 Leute gegen 4 Leute spielen. Ja, Und absolut. es ist irgendwie immer witzig und im Sand im Sommer, ja. Also insofern gibt es jetzt da nichts Außergewöhnliches, was man nicht erwarten würde. Aber ich schaue, dass ich die Einheiten dann irgendwie hole. Ja. Ja. Wie machst du das Work-Life-Balance? Eher Work, ist Work dein Life? Ganz kurz mal ein Umriss, wie machst du das? Bei uns ist ja so, und auch, dass wir auch keine Agentur sind, ist die Arbeit, die wir machen, man muss sich immer sehr konzentrieren. Ja. Und das kannst du auch nicht länger als 10 Stunden oder 8 Stunden am Tag. Das heißt, ich habe irgendwann auch die 4-Tage-Woche eingeführt ohne Gehaltsverlust, weil meine Bei These dir dann war, im bei uns im Konzern? Marketing Ja, okay. jetzt, überall. Das heißt, die Leute müssen am Freitag nicht arbeiten. Wow. Nein, aber wir haben, weil wir gemerkt haben, wenn jemand was hochkonzentriert macht und das 8 Stunden am Tag tun soll, oder selbst nur 7, 5 Tage am Stück packst du das eigentlich nicht, Ja. oder ich nicht und bei den Leuten auch. Und da wollte ich eben verhindern, dass man dann einfach die Zeit totschlägt oder abgelenkt ist und deswegen lieber bewusst die Arbeit machen, die man wirklich machen will oder die wir uns vorgenommen haben und den Rest dann auch Freizeit sein lassen. Und dann deswegen auch mit dem Homeoffice. Ich wollte auch nicht, dass über Slack dann jemand so pseudo online ist oder nicht, sondern Leuten das Gefühl geben, hey, du musst nicht online sein. Wenn deine Schwiegermutter da ist, kümmere dich jetzt um die Schwiegermutter. Wenn du zum Arzt gehst, geh zum Arzt. Du nimmst diesen einen Tag extra. Und psychologisch macht es ja was mit den Leuten, wenn sie sich 3 Tage erholt haben, Freitag, Samstag, Sonntag, und am Montag eine 4-Tage-Woche vor sich haben. Ja. Dann merkt wir es auch schneller. Wir haben auch keine Krankheitstage mehr. Und deswegen Work-Life-Balance. Es ist gut in der Firma ab und zu ein bisschen Socializing, wie dieses sportliche Ding, sonst verknüpfen wir das nicht zu sehr. Und ich kann jetzt nicht für normale Agenturen sprechen. Ja, aber jetzt für uns würde ich sagen, das Problem stellt sich nicht, was die Zeit betrifft, weil auf Dauer kann man aus meiner Sicht nicht 12 Stunden am Tag da durchziehen und das Privatleben. Und jetzt habe ich 3 Kinder und bei 3 Kindern hat man schon grundsätzlich genug Abwechslung. Cool. Ja, und Ja. das will ich auch mitbekommen, wie die sich entwickeln und so. Also deswegen, ich übertreibe es jetzt hier nicht mit der Arbeitszeit. Apropos Kinder, was wolltest du früher mal werden? Man hat ja immer so den Traumjob, ich wollte früher Feuerwehrmann werden. Ah. Busfahrer wollte ich auch mal werden eine Zeit lang. Was war dein Ding? Der Busfahrer ist gar nah dran. Ich wollte Pilot werden, am liebsten Concorde-Pilot, weil mich das einfach schon fasziniert hat, das schnellste Flugzeug zu fliegen. Ja. Als ich mich bei Lufthansa bewerben wollte, haben mir viele gesagt, das ist eigentlich ein langweiliger Job. Und dann habe ich erstmal sicherheitshalber BWL studiert. Mhm. Und ja, und die Concorde 2001, das war noch während des Studiums, das haben sie eingestellt, dann dachte ich mir, ja, dann kann ich jetzt auch eine Firma gründen. Top-Buchempfehlung? Also ich würde empfehlen, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Das ist echt Wirklichkeit. Ja, wie wirklich ist die Wirklichkeit? Ach so. Das hilft einem tatsächlich im Kopf, viele Sachen komplett anders zu sehen. Ich will jetzt auch nicht, ohne zu tief einzugehen, aber es hilft einem, andere Perspektiven einzunehmen und dass vieles, was man glaubt, das so ist, eigentlich, wenn es andere Leute sehen, auch anders. Also es hilft einem tatsächlich für die Perception allgemein. Ja. Und das zweite Top-Buch, das sehr unterhaltsam ist, das habe ich mal geschenkt bekommen, Uns verbrennt die Nacht. Da geht es so ein bisschen um Jim Morrison. Okay. Und das hat ein mehrfach prämierter junger mexikanischer Schriftsteller geschrieben. Und das ist so ein Buch, da liest man die erste Zeile und es saugt einen ein wie ein schwarzes Loch. Also das liest man dann durch und das ist unfassbar unterhaltsam. Ja. Das ist gut bei Büchern. Ja, und das hat auch diesen hohen Unterhaltungswert. Und also man merkt schon, wenn man sich das mal anschaut, die erste Zeile ist schon so, dass du das Buch nicht weglegst. Also insofern, wie wirklich ist die Wirklichkeit, wenn es mehr so um Intellektuelles geht. Und Uns verbrennt die Nacht, wenn es um Unterhaltung geht und mal was anderes als Fernsehen und Netflix möchte. Ja. 1, 2 Tipps, die du deinem früheren Ich geben würdest? Also, dass weniger Ehrgeiz auch reicht. Ernsthaft? Ja, dass viele Leute, das beobachte ich auch bei anderen,
eine zu hohe Drehzahl haben, die man eigentlich teilweise gar nicht braucht. Dass viele Dinge, wenn man die richtigen Dinge tut, viel mehr von alleine geschieht und man nicht immer alles erzwingen muss. Also insofern smart bleiben, auch lieber ruhig bleiben und auch wenn man einen Tick weniger macht, kann man auch das Schicksal den Rest machen lassen. Und ich würde sagen im Nachhinein, deswegen auch wegen Work-Life-Balance, jetzt bin ich ja auch schon ein bisschen älter und keine 30 mehr, das habe ich rückblickend irgendwann mal festgestellt, dass man muss da das richtige Maß für sich einfach finden, das einem gut tut. Und da kann man auch ruhig das Selbstvertrauen haben und auch mehr ins Universum vertrauen, weil am Ende die ganz großen Deals, die dann kamen oft durch Zufall, dass man zur richtigen Zeit am richtigen Ort war. Und da kann man sich teilweise auch zurücklehnen, aber nicht die Sachen schleifen lassen, nur auch dem Universum ein bisschen vertrauen und man muss nicht mit dem Ehrgeiz übertreiben. Ja. Das schadet auch oft, ja. Was würdest du meiner Generation, und ich muss ganz ehrlich sagen, ich bin nicht so ein Riesenfan von meiner Generation, weil man ja immer mitbekommt, die sind ein bisschen fauler, die sind ein bisschen langsamer, die liegen rum und schauen Netflix. Was würdest du meiner Generation generell mitgeben und vielleicht im Hinblick auf eine eigene Firma zu starten, ein kleines Business, Entrepreneur zu werden? Gerne mal ein paar Kommentare. Also ganz wichtig als allererstes, also man soll sich nicht anheizen lassen, war man jetzt auf LinkedIn oder irgendwelchen vorne, weil es hip ist, Founder zu werden. Also man muss es wirklich wollen und man soll es nicht aus monetären Gründen machen, weil Leute, die smart sind und als Founder sehr erfolgreich geworden wären oder geworden sind, die wären es auch in anderen Konstellationen so oder so. Also man sollte es nicht machen, weil man es jemand beweisen will. Das wird eher schwierig und auch nicht, weil man glaubt, man wird damit reicher und ein paar andere Erfolgsstories gesehen hat. Also man muss es machen, wenn man es wirklich machen will. Wenn man den Drang hat, ich will eine App bauen, ich will irgendwas verändern, dann ja, aber nicht, weil man glaubt, man ist damit monetär erfolgreicher und auch nicht, um es anderen zu beweisen. Das Zweite ist, Sachen auch ruhiger angehen zu lassen und nicht diesen Hyper-Ehrgeiz. Und ansonsten muss ich sagen, mein Bild aus der ganz jungen Generation ist so schlecht nicht, weil ich gemerkt habe, wenn die nämlich motiviert sind, ja, und sich damit identifizieren können, ist die Generation plötzlich extrem leistungsfähig, ja, wenn man dann auch diese Plattform gibt. Das haut nicht oft hin, aber wenn sowas mal matcht, dann muss ich sagen, haben wir da Ergebnisse auch bekommen. Wenn man es geschafft hat, dass die richtig laufen, dann kann es auch ganz, ganz gut werden. Also insofern sind nicht nur faul, aber man muss sie richtig motivieren. Das freut mich zu hören. Und da haben wir auch sehr gute Erfahrungen gemacht. Cool. Und unsere Überflieger sind alle unter 30.